Wer heutzutage nach Seoul in die Hauptstadt Südkoreas kommt, der findet eine Metropole vor, in der 50-stöckige Gebäude die Norm sind und 99% aller Menschen ein Handy in der Hand halten. Aber was, wenn ich euch sage, dass Südkorea noch vor 80 Jahren zu einem der ärmsten Länder der gesamten Welt zählte? Dann glaubt ihr mir vermutlich erst, wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt, wo ich euch erkläre, wie sich das Land so mit der Zeit entwickelt hat. Und damit herzlich willkommen zurück bei Koreatolisch, wo wir euch regelmäßig eine neue Facette des Gastgebers des Weltjugendtags 2027 vorstellen. Heute die Geschichte der koreanischen Halbinsel. Zunächst einmal vorneweg. Wir sind keine Historiker und die gesamten Infos in diesem Video beruhen nur auf unseren Recherchen im Internet und in Geschichtsmuseen vor Ort. Sollten wir irgendwelche Fakten falsch dargestellt haben, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank. Archäologische Funde datieren die Ankunft der menschlichen Spezies auf der Halbinsel auf ca. 700.000 bis 400.000 Jahre vor Christus. Sie kamen vermutlich aus der Mandschurei. Um 8000 vor Christus entstanden dann die ersten Kulturen mit einheitlichen Elementen, wie zum Beispiel einer typischen Art der Töpferei, die dann die Jungsteinzeit einläuteten. Über die Jahrtausende hinweg entwickelten die Siedler dann komplexere soziale Strukturen und Agrarwirtschaft. Der Legende nach wurde das erste koreanische Königreich Joseon, heutzutage Ko-Joseon genannt, im Jahr 2333 gegründet. Und natürlich wollen wir euch hier die mythologische Entstehungsgeschichte des koreanischen Volkes nicht vorenthalten. Laut dieser kam nämlich der Sohn des himmlischen Herrschers, Hwanung, auf die Erde herunter, wo er dann von einem Tiger und von einem Bären angebetet wurde, die unbedingt Menschen sein wollten. Er forderte sie daraufhin auf, in eine Höhle zu gehen und dort 100 Tage lang zu verharren und sich nur von Knoblauch und Beifuß zu ernähren. Der Tiger war allerdings so hungrig, dass er schon bald aus der Höhle hinausstürmte. Die Bärin aber gab nicht auf und wurde am 21. Tag von Hwanung in eine wunderschöne Frau verwandelt. Die beiden heirateten und zeugten ein Kind namens Tangun Hwangrom, der dann das Königreich Joseon gründete. Viele Koreaner glauben heutzutage tatsächlich noch an diese Legende und dass sie als koreanisches Volk selbst von Tangun abstammen. Historiker gehen allerdings davon aus, dass sich einfach über die Jahrhunderte hinweg immer mehr Stämme und Siedler zusammengeschlossen haben und so immer größere Königreiche bildeten. Schriftlich wurde Joseon das erste Mal im Jahr 700 vor Christus in China erwähnt. Es folgten mehrere Jahrhunderte, in denen die Grenzen der Königreiche immer neu ausgefochten wurden und politische Auseinandersetzungen und Machtkämpfe den Alltag bestimmten. Die hier alle aufzuzählen, würde natürlich den Rahmen sprengen, deswegen haben wir euch einfach mal ein paar Eckdaten zusammengestellt. Circa 400 nach Christus kam der Buddhismus auf die Halbinsel, der daraufhin fast 1000 Jahre lang das Rückgrat der Gesellschaft und des Staates bildete. Wie wir euch bereits in unserem Video zum Thema Religion erklärt haben, kann man bis heute noch in Südkorea viele wunderschöne alte buddhistische Tempel besuchen. Vereint wurde die Halbinsel das erste Mal im Jahr 688 nach Christus, als das Königreich Chilla die Macht über alle angrenzenden Königreiche übernahm. Nach 300 Jahren ungefähr brach Chilla dann schließlich zusammen und wurde von dem Königreich Goryeo, heutzutage Goguryeo genannt, übernommen. Vielleicht hört ihr es ja schon. Goryeo klingt ziemlich ähnlich wie Korea, oder? Und es stimmt. Daher hat das heutige Land auch seinen Namen. Zu verdanken hat Korea das den Mongolen, die die Halbinsel im 13. Jahrhundert für ca. 80 Jahre zu ihrem Vasallenstaat machten und so den Namen in der westlichen Welt bekannt machten. Außerdem brachten die Mongolen Korea auch den Neokonfuzianismus, eine etwas striktere Version des Konfuzianismus. Dieser trug nämlich mit dazu bei, dass Goguryeo schließlich unterging und durch die Joseon-Dynastie ersetzt wurde. Die neuen Herrscher gaben nämlich dem Buddhismus die Schuld für den Untergang und machten den Neokonfuzianismus kurzfristig zur Staatsreligion.
Die konfuzianistischen Werte und Traditionen, die den Koreanern daraufhin anerzogen wurden, spiegeln sich noch heute in der Gesellschaft wider. Wenn ihr mehr über diese erfahren möchtet, schaut euch auch unbedingt unser Video zum Thema Kulturunterschiede an, sobald es draußen ist. Wir werden es euch dann wieder auf dem i verlinken. Ungefähr 200 Jahre lang herrschte anschließend auf der Halbinsel weitestgehend Frieden, bis 1592, als die Halbinsel nach erstarkenden politischen Spannungen von Japan überfallen wurde. Es begann einer der brutalsten Kriege der koreanischen Geschichte, der Imjin-Krieg. Dank Admiral Sun-Shin allerdings und seiner berühmten Schildkrötenschiffe konnte Korea schlussendlich triumphieren, wenn auch stark geschwächt. Dennoch blühten Bildung, Kultur und Wissenschaft auf, besonders nachdem ein eigenes Alphabet, Hangul, im Jahr 1443 eingeführt wurde. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden schließlich die Rufe der westlichen Mächte lauter, Joseon solle sich, wie Japan, für den internationalen erstarkenden Handel öffnen. Als das Königreich solche Aufforderungen allerdings ablehnte, wurde es vermehrt attackiert, mit Japan als Hauptangreifer. 1876 wurde Joseon schließlich von den imperialistischen Mächten dazu gezwungen, ein Handelsabkommen zu unterschreiben, das es Japan ermöglichte, immer mehr Macht auf die Halbinsel auszuüben. Während zu Beginn nur Ressourcen aus Joseon abgeführt wurden, kam es schließlich 1910 zur kompletten Annexion der koreanischen Halbinsel in das Japanische Reich. Das alles natürlich gegen den Protest der Bürger und Bürgerinnen. Nach einem gescheiterten Versuch, 1919 Unabhängigkeit zu erlangen, begann Japan damit, die koreanische Identität systematisch zu unterdrücken und zu versuchen, die Koreaner zu japanifizieren. Zwar brachte Japan Korea auch viel neue Infrastruktur und Modernisierung, aber das kann man natürlich in keinster Weise gegen das Leiden der Unterdrückung aufwiegen. Erst 1945 erlangte Korea Unabhängigkeit, als sich Japan am Ende des Zweiten Weltkriegs ergeben musste. Mit dem Beginn des Kalten Krieges hatten die westlichen Mächte allerdings Angst, dass die Halbinsel von den Sowjettruppen, welche bereits über den Norden einmarschiert waren, übernommen werden würde und schlugen deshalb vor, dass das Land entlang des 38. Breitengrades gespalten werden sollte. Der südliche Teil sollte daraufhin von den westlichen Mächten verwaltet werden und der nördliche von den sowjetischen. Es kam dann im Süden zu Wahlen, bei denen Syngman Rhee, ein beliebter Unabhängigkeitskämpfer, zum Präsidenten gewählt wurde und im Norden wurde Kim Il-sung als Präsident eingeschworen. Wie ihr aber vielleicht wisst, ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Denn 1950 fielen nordkoreanische Truppen in Südkorea ein und es begann der Koreakrieg. Während der Norden vor allem von chinesischen und sowjetischen Truppen unterstützt wurde, schickten die USA und andere westliche Mächte ihre Soldaten, um den Süden zu unterstützen. Es handelte sich somit beim Koreakrieg um den ersten Stellvertreterkrieg der Ära des Kalten Krieges. Obwohl sich der Krieg bereits 1991 zu einem Stellungskrieg entlang des 38. Breitengrades entwickelt hatte, unterschrieben die zwei Seiten erst 2 Jahre später, also 1953, ein Waffenstillstandsabkommen. Ja, ihr habt richtig gehört, rein theoretisch gibt es noch keinen Friedensvertrag. Das heißt, der Krieg gilt noch, es gibt nur einen Waffenstillstand. Dass sich Nordkorea daraufhin in eine totalitäre Diktatur entwickelt hat, das wisst ihr bestimmt. Aber wusstet ihr auch, dass auch Südkorea für noch eine ganze Weile lang autoritär regiert wurde? Nach dem Krieg kam zunächst Syngman Rhee zurück in das Amt des Präsidenten und regierte das Land mit teilweise ziemlich repressiven Mitteln. Eine Wahlmanipulation im Jahr 1960 löste schließlich die Studentenproteste des 19. April aus, bei denen über 180 Menschen, vor allem Studenten, starben und die den Rücktritt des Präsidenten Syngman Rhee zur Folge hatten. Doch die darauf folgende Demokratische Republik überlebte nur 1 Jahr lang. 1961 führte Park Chung-hee einen Militärputsch aus und wurde nach 2 Jahren Militärregierung 1963 offiziell zum Präsidenten gewählt. Durch seinen autoritären Regierungsstil erlebte Südkorea, das, wie ich bereits am Anfang des Videos erklärt hatte, damals noch zu den ärmsten Ländern der Welt, ärmer noch als Nordkorea zählte, ein enormes Wirtschaftswachstum, das heutzutage auch als Wunder vom Han River bezeichnet wird. Han River, das ist ein Fluss in der Hauptstadt Seoul.
Er war es auch, der es ermöglichte, heutzutage weltweit berühmten koreanischen Firmen wie Samsung oder Hyundai zu wachsen durch Steuererleichterungen. Selbstverständlich waren die Bürger allerdings nicht sehr begeistert von dieser Militärdiktatur und es kam erneut zu Protesten und schließlich 1979 zu einem tödlichen Attentat auf Park Chung-hee. Doch auch jetzt folgte keine Befreiung, sondern eine weitere Militärdiktatur, die durch einen weiteren Putsch, diesmal von Chon Doo-han, ausgelöst wurde. Auch unter ihm wuchs Korea stetig weiter, aber weiterhin mit sehr limitierten Freiheiten für die koreanischen Bürger. Erst 1987 kam es zu den ersten offiziellen demokratischen Wahlen, aus denen Roh Tae-woo als Gewinner hervorging. In den folgenden Jahrzehnten blühte das Land wirtschaftlich auf. Die großen international handelnden Firmen wuchsen weiter und das Land konzentrierte sich auf Hightech-Exportgüter wie Halbleiter und Unterhaltungselektronik. Heutzutage gilt Südkorea als eines der größten Industrieländer der Welt mit einem sehr hohen Bildungsstand. So, das war's für heute. Aber natürlich noch lange nicht alles zum Thema Südkorea. Wenn ihr mehr über den Gastgeber des Weltjugendtags 2027 erfahren wollt, dann schaut doch auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Koreatolisch. Dann zum Thema Transport in Südkorea. Oder abonniert einfach direkt den Kanal. Bis dahin, 좋은 하루 보내세요.